Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute kommt der zweite Teil von meinem Record Fair Haul, und zwar sind wir heute bei den Metal-Platten, und das sind einige Auslandspressungen, einiges von KISS, aber auch ein paar andere Sachen. Das gucken wir uns jetzt alles an. Entschuldigung, dass ich es gestern nicht geschafft habe. Ich habe gesagt, Mittwoch kommt das Video. Ich habe es zeitlich gestern nicht hinbekommen. Deswegen heute erst. Aber egal, dann wird das Ganze noch ein bisschen spannender für euch, und nach dem Intro legen wir endlich los. Ja, ihr seht es schon, hier ist eine Band, die ich damals vor Iron Maiden als Vorband kennengelernt habe, The Almighty. Ja, ist jetzt nicht meine größte Lieblingsband. Ich mag das Logo der Band sehr gerne. Ich glaube, The Almighty gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Ich fand sie einfach cool. Ist eine Clear-Vinyl-Scheibe mit diesem coolen Bild von The Almighty da drin. Da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Sehr, sehr genial. Eigentlich wollte ich die Power Trip-In haben, habe sie auch gefunden. Allerdings wollte für die Power Trip-In jemand, ich glaube, 80 Euro oder sogar mehr haben. Ist ein cooles Album, aber war mir dann einfach doch zu teuer. Diese kleine Maxi hier habe ich mitgenommen, eingepackt. Die war nicht teuer und ich fand sie einfach von der Optik her sehr, sehr cool. So, jetzt kommen wir zu ein paar Kuriositäten. An dem Stand war ich wirklich oft gewesen. Das war ein Korea-Stand. In meinem anderen Video seht ihr diesen Stand ganz kurz. Da steht oben auch Korea dran. Und da war ich sehr oft. Und ich habe da einiges gekauft. Unter anderem diese Master of Puppets. Die kommt mit einem richtig gedruckten Cover. Die Korea-Fassungen sind ja immer so etwas merkwürdig. Und dann seht ihr hier diese, dieses Label auf der Platte. Die sind alle immer so ein bisschen strange gestaltet, muss man sagen. Also wirklich wilde Schallplatten. Ihr seht schon hier hinten drauf, sieht das Ganze definitiv schon mal anders aus als bei anderen Scheiben von Metallica. Das Ganze ist etwas, immer von der Gestaltung her definitiv was Besonderes. Ich fand sie einfach cool. Der Sound der Platten ist immer erstaunlich gut. Und da werden wir noch einige Kuriositäten in diesem Video sehen. Die erste kommt nämlich jetzt. Und zwar haben wir hier Metallica Kill 'Em All, eine Korea-Pressung. Das Ganze auch in diesem lustigen Design hier mit einer Art Kaffeefleck. Den gibt es auch noch dazu. Und die Platten waren alle echt im relativ guten Preissegment unterwegs. Die hier allerdings nicht mehr im so schönen Zustand. Ist schon so ein bisschen, als hätte sie ein bisschen Sonne abbekommen. Nicht mehr ganz so schön. War mir bei dem Cover aber ehrlich gesagt egal, und sie hat auch wirklich nicht viel gekostet. Deswegen habe ich da einmal zugeschlagen. Aber auch vom Zustand natürlich nicht ganz so gut. Das Ganze setzen wir jetzt fort mit Iron Maiden. Hier habe ich Power Slave, auch hier in so einem wunderschönen, blau gedruckten, dünnen Cover. Oben leider geklebt mit Tape. Das war auch irgendwie so ein bisschen Standard bei diesen ganzen Korea-Geschichten, dass die irgendwie getaped wurden. Und dann seht ihr hier das Vinyl. Das ist allerdings im echt schönen Zustand. Und auch so eine kleine Ecke, die hier angeknackt ist oben. Aber die sind auch manchmal nicht sehr sauber geschnitten. Also die Platten sind wirklich alles in allem wirklich Kuriositäten in jeder Hinsicht. Dann geht es weiter mit einer Doppelvinyl, und da haben wir Live After Death, auch sehr, sehr cool, kommt im Doppelvinyl. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie sie von hinten ausschaut. Da habt ihr dann auch hier dieses blau gedruckte Motiv. Ich hole die jetzt nicht immer alle komplett raus, sonst wird das Video ewig dauern. Ja, da seht ihr dann auch das Label. Da sind beide Scheiben drin. Auch sehr, sehr schön. Auch da wirklich die Qualität der Platten richtig, richtig gut. Da kann man echt nicht meckern. Sehr nice. So, und das Ganze habe ich nicht nur in Blau, sondern auch in Grün. Ja, sie gibt es auch in Grün. Echt eine wilde Geschichte. Auch da sehen wir nochmal zum Vergleich. Auch da sind die Label unterschiedlich, also auch da gibt es dann Unterschiede bei den Korea-Pressungen. Absolut wild, diese Dinger. Ich würde gern mal Mäuschen spielen, wie die hergestellt werden. Also das ist schon echt total krass, aber die sehen irgendwie ulkig aus und ich konnte die einfach nicht stehen lassen. Das Ganze habe ich dann natürlich mit meinem Lieblingsalbum
mein zweitlieblingsalbum von Iron Maiden, so rum, Number of the Beast, auch da leider mit dicken Tape geklebt an der Seite, aber auch die sieht soweit gut aus, von hinten auch wieder natürlich einfach das Album so, wie es aussieht, die Rückseite in Blau, man kann nicht allzu viel erkennen, demnach ist es halt nicht so wild, wenn ich euch das jetzt nicht alles im Detail zeige, aber die sehen wirklich echt cool aus. So, jetzt hatten wir Blau und Grün, jetzt gibt es auch noch mal Rot und zwar haben wir da Iron Maiden Killers. Die kommt komplett in einem roten Cover daher und auch hier haben wir dann das Vinyl, was wirklich auch im richtig abgewrackten Zustand ist, sehe ich gerade. Die ist nicht mehr so schön, ich hatte die gerade besser in Erinnerung, aber die ist auch ein bisschen mitgenommen. Also 1, 2 waren nicht ganz so gut von der Quali. Aber naja, man kann nicht alles haben. Die war auch super günstig, die Killer. Ich glaube, da waren 15 € Backer drauf. Die war nicht so teuer. Dann haben wir hier nochmal Power Slave. Die ist nochmal wieder ein bisschen anders vom Cover, von der Farbe her. Ein bisschen dunkler im Blau und hat oben nicht das Tape dran. Habe ich dann auch nochmal mitgenommen. Auch hier wieder Vinyl in einem recht guten Zustand. Hinten sieht das Ganze dann so aus. Ich hoffe, ihr könnt das alles erkennen. Ja, kann man echt nichts sagen. Sieht echt schön aus, das Cover für eine Korea-Variante. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsalbum von Maiden und das ist Somewhere in Time. Da war eine richtig schöne Version, nur ein kleiner Teserrand und da wirklich kann ich nicht meckern. Die musste ich natürlich mitnehmen. Auch da haben wir, muss mal kurz reingucken, wie das Vinyl aussah. Ja, ein echt schönes Vinyl, kaum Spuren, minimale Blessuren. Da bin ich wirklich echt froh. Die habe ich auch schon aufgelegt, die klingt wirklich richtig gut. Ich habe mir dann einmal Wasted Years angehört, mein Lieblingssong. Ja, absolut geniales Teil, sieht gut aus. Ja, und dann gehen wir jetzt auch schon über zu Kiss. Und da habe ich einmal hier das erste Album als eine nicht offizielle Variante. Und warum habe ich mir die geholt? Erstmal, weil sie in einem wunderschönen orangen Vinyl kommt. Und da seht ihr es. Und in diesen Versionen, davon habe ich schon einige von den anderen Alben, sind immer Poster mit drin. Da musste ich natürlich dann zuschlagen, weil die Version fehlte mir noch. Und da seht ihr schon, ist ein cooles Ausklappposter mit drin vom ersten Album. Musste natürlich dann mit in meine Sammlung, weil die versuche ich auch komplett zu kriegen, die ganzen nicht offiziellen mit diesen extra Goodies dabei. So, hier kommt jetzt eine nicht offizielle, die ich euch mal mit Preis zeige. Da steht 25 dran. Ja, ich fand das Cover einfach genial. Ich kannte dieses Bootleg bisher nicht. Und finde wirklich, hinten ist sie allerdings nicht so schön, finde einfach die Aufmachung cool und auch das farbige Vinyl da drin ist wirklich sehr, sehr nett. Weil da haben wir so ein blaues, durchsichtiges Swirl-Vinyl. Das sieht echt schick aus. Und da musste ich wirklich zuschlagen, weil ich das Cover einfach absolut genial finde. Das ist echt was zum Einrahmen. Also da war ich sehr, sehr angetan, weil ich das definitiv von der Optik her noch nicht kannte. So, dann haben wir hier eine jugoslawische Kiss Dynasty. Die habe ich auch noch nicht, weil ihr seht es da oben, das Kiss-Logo ist definitiv mit diesem S. Und das ist so richtig drüber geprintet. Man sieht da den Farbunterschied. Absolut cooles Teil. Da muss ich wirklich vielen Dank an meinen Kumpel sagen, der mit war. Weil er hat das Teil entdeckt. Ich hätte es nicht gesehen. Hat sich über das Logo gewundert und da habe ich die natürlich mitgenommen. Auch hinten drauf ist das Logo. Innen drin kommt sie mit dem Standard-Cover. Ich hoffe, das gehört auch so. Und dann haben wir hier, gut, das Vinyl nicht ganz so schön, ist mir in dem Fall aber auch wirklich egal. Das hier ist so ein bisschen dicker, das Innencover. Aber ja, Vinyl in dem Falle war mir Lachs, weil ich habe Dynasty massenhaft Varianten. Das war mir hier wirklich vom Cover her wichtig. Und das sieht noch relativ okay aus. So, dann gibt es Scheiben, die kauft man nur wegen einer Sache. Und das ist dieser Einleger. Ich habe den Rock'n'Roll Over Einleger nicht. Ist eine Standard, glaube ich, US-Pressung. Aber dieser Einleger von der Rock'n'Roll Over, der fehlt mir bisher. Und ja, hier ist er mit drin. Deswegen habe ich dafür, glaube ich, waren es 25 € bezahlt.
Irgendwie so, damit ich diesen Einleger endlich besitze. Aber ja, manchmal zahlt man wilde Summen für ein Stück Papier. So, jetzt kommt etwas, da zeige ich euch auch mal den Preis drauf. Habe ich auch nicht bezahlt, den Preis, aber diese Platte fehlt mir tatsächlich noch in meiner Sammlung. Es ist eine Standard Gatefold Version im wirklich schönen Zustand, aber warum habe ich die gekauft? Wegen dieser bedruckten Innenhülle. Und zwar ist das diese durchsichtige Zellophanhülle, wo Kiss the Elder drauf gedruckt ist. Ja, die fehlt mir. Ich habe sie in der Variante noch nicht. Ist von einer Seite bedruckt. Musste ich mir noch holen, war ich froh, die endlich auch gefunden zu haben. Ist, glaube ich, ein bisschen Standard, ist nichts Großartiges, aber für das Teil war es mir das wert, weil auch die Variante fehlt mir noch mit diesem besonderen Innencover. So, das muss ich einmal zwischenschieben, weil ich habe tatsächlich die Singles vergessen. Das zeige ich jetzt mal kurz noch zwischendurch. Und zwar habe ich hier Shandy Shiso European, norwegische Edition. Super Zustand, wirklich wunderschön. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Das Ding sieht gut aus. Dann habe ich hier eine, die ich tatsächlich auch noch nicht habe. Das ist Kiss Eye. Das ist eine, ich weiß gar nicht, wo die jetzt herkam. Auf jeden Fall auch irgendeine Länderpressung. Fehlte mir definitiv. Auch richtig schön. Habe ich auch zugefügt zur Sammlung. So, und jetzt kommt tatsächlich ein absolutes Kuriositätenteil. Und da bin ich wirklich dankbar über jeden, der mir Info geben kann. Besonders Jason Statham. Ich hoffe, du verstehst, was ich sage. Oder liest die Untertitel in Englisch. Weil du bist aus Russland, soweit ich das mitbekommen habe. Da scheint hier eine russische Flexidisc zu sein. Da seht ihr das Ding. Und da ist tatsächlich Strutter drauf. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Angeblich gibt es die in mehreren Farben. Irgendwie blau, rot, clear und meistens steht dann auch noch Kiss richtig auf diesem Label hier. Hier ist es irgendwie handbeschriftet und es ist Strutter drauf. Ist eine Flexifolie, das Ganze, ihr seht ja hier Kiss, Strutter, hier steht Kiss nochmal dann in russischer Schrift und hier oben ist auch noch irgendwas. Und da hoffe ich sehr, dass Jason mir das irgendwie vielleicht erläutern kann, was wir hier haben und ob er das kennt und vor allem, woher es kommt. Ist das aus irgendeiner Zeitschrift? Hat irgendeiner von euch Infos? Ich konnte nichts finden. Das Ding, ihr seht den Preis, 20 Euro. Am Ende habe ich 15 dafür bezahlt. Ich habe keinen Schimmer, ob es ein Top-Preis ist, ob es zu teuer war, ob es eine absolute Rarität ist. Ich habe das Ding nirgends gefunden. Es ist eine Kiss-Scheibe, die wirklich bei meinen Singles jetzt zu den absoluten Mega-Kuriositäten gehört. Das Ding ist ein Knaller und jetzt bin ich natürlich so ein bisschen heiß drauf, die anderen Farben noch zu kriegen. Vor allem, ich habe die grüne gar nicht gefunden. Ich habe nur rot, blau und durchsichtig, glaube ich, im Internet gefunden. Und das hier ist dann ja definitiv eine grüne mit einem anderen Label handbeschriftet. Also, wer mir was dazu sagen kann, schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Für mich ist das Ding hier absolut ja, der Hammer, weil ich damit nichts anfangen kann. Also anfangen kann ich damit was, es kommt in meine Sammlung, aber halt die Entstehungsgeschichte würde mich sehr interessieren, wo das Ding herkommt. Kommen wir zu einer weiteren nicht offiziellen Pressung, wo ich auch sehr glücklich bin, die endlich zu haben. Und zwar sehen wir hier Gene Simmons Soul. Platte ist nie auf Vinyl erschienen. Ist jetzt nicht das großartigste Album von ihm, aber ich finde es, ja, es gehört irgendwie dazu. Gut, das ist hier auch ein bisschen fragwürdig. Innen drin hat man noch ein bedrucktes Innencover. Sieht auch schick aus. Man sieht, dass es irgendwie alles, glaube ich, ein bisschen hoch gescaled wurde von vielleicht der CD oder so, weil die Qualität nicht so gut ist. Und dann haben wir hier noch Dominatrix drin. Das ist ein Comic, das Gene Simmons mitentwickelt hat. Und das Ganze findet ihr hier noch als kleines Poster drin. Finde ich wirklich nett gemacht. Achso, ist glaube ich ein farbiges Vinyl, wenn ich den Eingang jetzt finde. Ja, so ein silbernen Vinyl. Wirklich schick. Ich bin froh, die auch endlich zu haben. Die Platte gehört natürlich irgendwie mit zu einer Kiss-Sammlung dazu. Ja, und auch da muss man dann wirklich sagen, verstehe jemand Gene Simmons. Die machen aus allem Geld, aber mal eine offizielle Pressung seines Soloalbums rauszubringen, darauf kommt er nicht. Also da muss man wirklich sagen, ist Ace Frehley mittlerweile
der schlauere Geschäftsmann, weil er bringt seine Platten 180 Mal in verschiedenen Farben raus und wir sind so blöd und kaufen es. So, jetzt haben wir hier diese nicht offiziellen Pressungen, nenne ich es jetzt mal. Die gibt es offiziell auch bei Amazon zu kaufen. Die hier gab es in 2 Varianten an so einem Stand, wo lauter nicht offizielle, ich weiß nicht mal, ob es nicht offizielle sind oder was auch immer das ist, diese ganzen Live-Radio-Broadcast-Geschichten. Das habe ich ja von Depeche Mode auch 2 mitgenommen, da habe ich diese beiden auch mitgenommen hier. The Ritz on Fire, ich bin der Meinung, ich habe davon die ein oder andere schon, ich wusste es nicht genau, die haben jetzt 12 € das Stück gekostet, da habe ich einfach mitgenommen und sortiere dann aus, ob ich sie dann wirklich in der Form habe oder nicht oder ob das wieder eine Neuauflage ist. Dieses Ritz on Fire wird ja auch 1000-mal mittlerweile auf Vinyl gepresst. Ich weiß nicht, wie viele unzählige Versionen es davon schon gibt. Absoluter Wahnsinn. So, kommen wir zu einem kleinen Highlight. Ihr wisst alle, ich sammle Unmasked und das in vielen Varianten. Eine fehlte mir, die 45 Jahre Edition oder 40 Jahre Edition, 45 glaube ich. Da fehlte mir diese wunderschöne Splatter-Variante. Die habe ich jetzt endlich zu einem fairen Kurs bekommen. Die kommt im schönen Cover. Das Poster ist mit dabei, aber das Highlight zeige ich euch ganz kurz. Das ist natürlich dieses Splatter-Vinyl. Und die ist wirklich eigentlich schon wieder so hässlich, dass sie richtig genial schön ist. Ich finde es einen absoluten Kracher. Das Ding hat mir gefehlt. Endlich kann ich sie auch zu meiner Unmasked-Sammlung hinzufügen. Super schönes Ding, gefällt mir. Poster im tadellosen Zustand, sie war original verschweißt. War jetzt nicht günstig, die Platte kostet im Internet immer so mittlerweile von 90 eine Zeit lang bis 130 aufwärts. Mittlerweile liegt sie eher so bei 120, 130 und ich konnte sie für tatsächlich 80 € noch ergattern. Da war ich ganz glücklich, war ein guter Kurs, habe ich mich gefreut. Jetzt kommen wir mal zu einem Schnapperle und das Ding hat wirklich nur für 15 € in einer Kiste gelegen. Picture Disc von Space Truckin' von Ace Frehley. Habe ich noch nicht, musste ich wirklich mitnehmen. Eine Record Store Day Variante. Ja, was soll ich sagen, 15 €, da habe ich nicht lange überlegt, eingepackt und mitgenommen. Weiter geht es mit dem Kuriositätenkabinett. Da haben wir nämlich Rock'n'Roll Over von Kiss in einer natürlich Korea-Pressung. Denke mal, kann man gut erkennen an dem wunderschönen grünen Druck. Ja, das Ganze auch wieder so in einem wunderschönen, leicht abgeranzten Vinyl. Aber das Cover sieht echt cool aus, finde ich. Schönes Ding, kann man nicht meckern. Kommt hier mit so einer Papierinnenhülle, die auch nicht mehr ganz so schick ist. Ja, hier geht es eigentlich eher auch so ein bisschen um das Cover als um ja, alles andere, muss ich sagen. Auch die wieder geklebt. Ich glaube, das scheint Standard gewesen zu sein, dass diese Kanten in Korea geklebt wurden, damit die Platten nicht auseinanderfallen oder ich weiß es nicht. Hier seht ihr mal, ich lasse es mal drauf, ein Preis, was sowas gekostet hat. Ich habe dann natürlich Bundles gekauft und habe nochmal Rabatt bekommen bei der Menge, die ich geholt habe. Ihr habt es ja gesehen, die ganzen Maiden-Scheiben und sonstiges. Da haben wir Asylum, das Ganze sieht hinten so aus und da haben wir das Label auf der Platte, auch die. Ich weiß gar nicht, wie das Vinyl aussah. Können wir auch noch mal gucken. Ja, ist auch okay. Kann man nicht meckern. Keine Verformung oder irgendwas wie bei der Kill 'Em All. Dann geht es weiter. Auch hier habe ich euch mal den Preis-Button draufgelassen. Es ist sehr viel drumherum geklebt. Ja, leider. Aber Kiss Love Gun auch in der Korea-Variante 20 €, seht ihr, natürlich auch wieder im Bundle günstiger bekommen. Das Ganze sieht auch nett aus. Dann kommt eine, da ist Gott sei Dank mal nichts geklebt. Und zwar haben wir hier natürlich mein Lieblingsalbum Unmasked. Und das ja, freut mich sehr, dass die auch nicht geklebt wurde. Dadurch habe ich eine echt schöne Variante. Und dann kommt das Ganze hier, muss mal gewaschen werden, da ist ein bisschen Dreck drauf. Und dann sollte die auch wieder einigermaßen gut aussehen. Da muss ich echt ein bisschen durchwaschen bei den ganzen Korea-Platten. Das heißt, zunächst mal wieder ein Vinyl-Waschtag angesagt. So, und Korea, weiter geht's. Ich habe echt einiges an Korea-Pressungen bekommen. Ihr seht es, wieder geklebt und wir haben hier Destroyer, mein ja auch mit Lieblingsalbum von Kiss. Das Ganze auch wieder mit so einem Label auf der Platte, was ein bisschen anders aussieht. Auch sehr, sehr schön.
Und auch hier dürfte das Vinyl einigermaßen ordentlich aussehen. Ja, auch die muss mal durchgewaschen werden. Sieht ein bisschen staubig aus, das Ganze. Aber richtig cooles Teil. So, jetzt zeige ich euch einmal 3 auf einen Schlag. Und zwar sind das Venezuela-Pressungen. Da habe ich hier einmal Gene, Ace und Peter. Letztendlich fehlt mir nur noch Paul. Da muss ich mal gucken, dass ich den irgendwie noch bekomme. Da seht ihr, die kommen auch mit einem normalen Label, aber da unten seht ihr dann, Moment, da seht ihr dann Venezuela. Die Dinger kommen tatsächlich ja, mit normalen Covern, hinten allerdings dann ohne Farbe. Ace seht ihr schon sehr, sehr abgewrackt, aber das ist auch relativ normal, dass diese Dinger so aussehen aus den Ländern. Da wirklich Top-Zustände zu kriegen, glaube ich, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also auch die, ja, habe ich mitgenommen. Alle 3 hoffe ich jetzt nur, dass ich irgendwann nochmal Paul hinzufügen kann. Ja, weiter geht es mit Venezuela. Hier habe ich nochmal Hotter Than Hell. Da hat leider jemand drauf gekriegelt. Und das Ganze kommt mit so einem Vinyl, auch wieder Venezuela. Haben immer die Casablanca Labels drauf. Die Cover immer so ein bisschen dünnere Pappe, leicht ja, rau, leicht abgewetzt, aber sieht gut aus. Gehen wir zu Korea. Da seht ihr auch wieder mal einen Preisbutton drauf, was ursprünglich verlangt wurde. Wie gesagt, Bundlepreis immer günstiger gewesen, wenn man mehr genommen hat. Und ich habe natürlich immer mehr genommen. So, hier wird es mal ein bisschen wild, weil da hat hinten einer richtig drauf rumgekrickelt. Aber es war die einzige Dynasty, die ich in der Art gefunden habe. Und die habe ich dann ja, eingepackt, weil von vorne sieht sie eigentlich noch echt schön aus. Und was wild ist, wenn ihr hier mal guckt, da wurden tatsächlich Cover kopiert, die irgendwas drauf hatten, wo was draufgeschrieben war. Und dann wurde daraus das Cover in Korea gemacht. Das ist schon echt crazy, was die da damals so als Vorlagen genutzt haben. So, jetzt kommt eine etwas schlimmere vom Coverzustand. Ich habe sie aber dann für den Preis auch mitgenommen. Hier sehen wir nämlich The Elder. Und die ist leider etwas, da muss ich noch dran arbeiten. Das Klebeband löst sich ein bisschen auf und klebt ein wenig. Entweder klebe ich selber ein eigenes drüber und mache es ein bisschen schöner. Oder ich lasse sie einfach so und packe sie einzeln ein. Aber ihr seht schon, die sieht nicht mehr ganz so frisch aus vom Cover. Aber 15 € im Bundle dann auch noch wieder günstiger bekommen. Ja, ist, denke ich mal, auch ein okay Preis für so eine Pressung. Kommen wir zum Finale. Und da kommen jetzt so ein bisschen meine Highlights. Ich starte mit der ersten KISS-Platte, die ich gekauft habe. Das ist diese hier. Und die gab es bei einem Stand, der nennt sich KISSzilla. Jemand, der hat mir Fotos gezeigt, sehr, sehr viel KISS privat und auf Meet and Greets anscheinend getroffen hat. Oder privat halt irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen, Conventions oder wie auch immer. Und er hatte ein paar original signierte Scheiben. Das hier ist eine 180 Gramm, 2014er Pressung müsste das sein. Kommt mit einem wunderschönen Cover und ihr seht es schon mit einer wunderschönen Unterschrift von Gene Simmons. Und das Ding ist wirklich richtig nice, in Gold unterschrieben. Wird wohl so ein Teil, was ich vielleicht rahmen werde. Sehr, sehr nett. Kommt natürlich komplett mit Poster und allem drum und dran. Ich nehme das jetzt da nicht raus. Ist halt eine Neupressung von 2014 halt. Sehr, sehr nice das Teil. Richtig cooles Ding. Und original unterzeichnet im wirklichen wunderschönen Zustand. Die war sogar noch verschweißt und nur an der Unterschriftstelle aufgerissen, damit da Gene unterschreiben konnte. Absolutes Highlight für mich. Sehr, sehr nettes Ding. So, dann kommen wir zur nächsten Scheibe, die mich ein bisschen Geld gekostet hat. Der ein oder andere wird wahrscheinlich schon erkennen, was es ist. Es ist die Schweden-Poster-Variante und erstmal selten schon zu kriegen mit dem Sticker vorne drauf und dann natürlich noch seltener zu bekommen mit dem Poster drin. Ich hole sie jetzt nicht raus. Aber es ist das Original-Poster aus der Platte. Da ist der Stern vom Paul gespiegelt auf der falschen Seite. Also das Poster ist dann das Motiv komplett gespiegelt. Sehr cool, hat ein paar Löcher natürlich, weil es aufgehängt war, das Poster. Ihr seht es da. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich ein okay Zustand. Und die stand auf meiner Liste der Platten, die ich gesucht habe. Und tatsächlich hing sie bei einem Stand. Ich konnte sie mitnehmen und bin mega glücklich, auch die jetzt endlich zu haben.
Und dann kommen wir zum Grande Finale und das ist wirklich mein Highlight. Und da habe ich jetzt eine traurige Geschichte zu erzählen. Es ist Kiss N-Vivo. Ich nehme sie mal raus, weil sie ist einfach wirklich wunderschön vom Zustand. Klar hat sie ein paar Blessuren, aber, ups, mal scharf machen, damit ihr auch was seht. Hat ein paar Blessuren, aber ist wirklich einfach schön. Es ist Kiss Alive aus Argentinien. Die Platte ist eine Single, also eine einzelne Platte und ich habe es zu dem Zeitpunkt auf der Messe gar nicht geschnallt. An einem anderen Stand hing noch eine N-Vivo mit einem Live-Motiv drauf. Und ich wusste bisher nicht, dass diese beiden argentinischen N-Vivo-Pressungen ein Doppelvinyl ergeben. Ich habe die andere auch überlegt, ob ich sie mitnehme, weil sie war nicht gerade billig. Das war mein teuerster Griff, den ich da gemacht habe. Ich habe sie hängen lassen, weil ich nachher kein Geld mehr hatte und habe mich zu Hause dann geärgert, als ich ein bisschen auf die Suche gegangen bin. Ob mein Preis okay war, ob das vom Zustand her okay war. Also ich habe hier alles richtig gemacht, aber ich habe einen riesen Fehler gemacht. Die andere, die nämlich der zweite Part dieser Live-Scheibe ist, die ich habe hängen lassen und nicht mitgenommen habe. Ich hoffe jetzt tatsächlich irgendwann, wenn ich das nächste Mal dahin fahre, die andere N-Vivo zu bekommen, weil die hier ist wirklich im traumhaften Zustand. Auch die andere, die da hingen, und es waren unterschiedliche Händler. Das muss ich dazu sagen. Kein Händler hatte beide Parts. Da habe ich wirklich echt ein bisschen geweint, als ich zu Hause war und das mitbekommen. Das Vinyl ist hauchdünn. Ihr seht, das ist fast schon, geht Richtung Folie. Absoluter Wahnsinn. Das ist der Knaller. Die ist super dünn, aber sie ist in tadellosem Zustand. Und das Ding ist ein Highlight meiner Sammlung. Ich hoffe jetzt tatsächlich, den N-Vivo Part 2 noch zu kriegen und ja, um das Ganze dann zu komplettieren, das Teil wirklich hier ein Highlight meiner Sammlung. Es ist super schön, oben leichter Seam-Split, ansonsten ist sie wirklich fast tadellos. Selten zu bekommen in diesem Zustand, wer da mal so ein bisschen nachguckt. Das Ding ist wirklich ein Traum. Also eines meiner Highlights mittlerweile jetzt in der Sammlung und Part 2 hoffe ich bald zufügen zu können. Jetzt möchte ich natürlich auch einen ähnlichen Zustand für Part 2 haben. Also da muss ich dann gucken. Ja, und das war schon mein ganzer Haul mit den Metal Kiss Scheiben, Maiden, Metallica. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Börse war ein absoluter Knaller, wirklich. Es hat so viel Spaß gemacht, man hat so viele Sachen gesehen, die ich ja, beim ersten Mal mich erschlagen haben. Absolut toll, tolles Erlebnis. Dass ich ja, Angelo Kelly da getroffen habe, fand ich auch cool und mit ihm mich unterhalten habe. Einfach das Ganze in allem war ein wirklich geiler Ausflug, den ich sicherlich wiederholen werde. Das Geld, was ich diesmal zur Verfügung hatte zum Einkaufen, werde ich beim nächsten Mal leider nicht mehr haben. Demnach ja, wird das auch so erstmal ein einmaliger Mega-Haul bleiben. Aber trotzdem werde ich wieder hinfahren, um genau dann solche Sachen zu finden, die dann so Highlights sind. Und ja, ich habe viele Sachen liegen lassen, die ich nicht mitnehmen konnte. Unter anderem Wolfsheim, die erste Scheibe, die leider auch völlig preislich bei 170 lag und ja, einfach für mich viel zu teuer war. Es waren ab und zu echt ein paar Scheiben, wo ich es leider wieder hinstellen musste. Das Highlight für mich war eine argentinische Miss Press von Double Platinum in der Hand zu halten. Die ist ja komplett in weiß gedruckt und die hatte sich tatsächlich einer reserviert. Das Ding hat 1800 € gekostet. Ist ein absolutes Sammlerstück, hätte ich auch noch gerne in meiner Sammlung. Aber ja, 1,8 natürlich ein Hammerpreis, aber ich durfte sie zumindest mal in der Hand halten. Das heißt, ich habe dieses wunderschöne Stück schon mal angefasst und hoffe irgendwann vielleicht es mal, wenn es auch vielleicht nicht im ganz so guten Zustand dann ist, für einen okay Kurs in meine Sammlung stellen zu können. Aber 1,8 ist mir dann da auch für eine Schallplatte irgendwo ein Tick zu viel. Ich habe auch Grenzen, aber ja, das 1,8 ist definitiv eine Grenze, wo ich sage, nee, da bin ich raus. Jo, lasst einen Kommentar da, ein Abo, wer es noch nicht getan hat und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich gehe jetzt mein wunderschönes Stück hier wieder in die Folie packen und wegstellen. Keep on rockin', bis zum nächsten Mal und tschüss.